Herr Gressel, aber wenn man mal schaut, wer da wem gegenübersteht. Russland, kein kleines Land, ja, der Ukraine, aber andererseits auch einem Pakt, einem westlichen Militärbündnis von 32 Staaten. Und wir reden im dritten Jahr dieses Krieges immer noch davon, dass wir nicht liefern können, dass wir voraussichtlich liefern im nächsten Jahr. Da läuft doch irgendetwas schief. Da läuft gewaltig viel schief. Das Erste ist, dass der Westen eben sehr träge und sehr langsam reagiert hat, mit Großaufträgen die eigene Rüstungswirtschaft anzukurbeln. Wir sind natürlich kein totalitäres System wie das russische, wo der Präsident befiehlt und dann springt die Wirtschaft sofort auf Kriegswirtschaft um. Das dauert natürlich im Westen mit Budget, Gesetzgebung etc. alles länger, und das dauert natürlich länger, wenn man mit Privatunternehmen redet, oder es ist anders, wenn man mit Privatunternehmen redet, im Gegenzug zu einer verstaatlichten Rüstungsindustrie. Aber die ganzen Großaufträge, die es zu Kriegsbeginn eigentlich hätte regnen sollen, die kommen jetzt daher. Die Franzosen haben Großaufträge im Frühling für ihre Fliegerabwehrsysteme getätigt. Die Bundesregierung hat im Dezember 2023 den ersten Großauftrag für Patriot rausgehauen. Für Munition, für Artilleriemunition kommen jetzt viele Großaufträge daher. Das hätte alles 2022 am besten im März erfolgen sollen. Dann wären wir in der Produktion, dann wären wir im Hochfahren. Dann wären wir eben auch bei den ganzen Zulieferbetrieben, die für so ein komplexes Waffensystem zuarbeiten, die alle oder die in den meisten Fällen Klein- und Mittelbetriebe sind, die eben nicht auf Vorrat irgendwas produzieren können, vor allen Dingen teure Subkomponenten, dann wären die schon in einer anderen Situation in Masse zu produzieren. Aber wie gesagt, das ging bei uns alles spät und wir laufen halt jetzt dieser Zeitkurve hinterher. Das heißt natürlich auf der anderen Seite natürlich nicht, dass man die Flinte ins Korn werfen muss. Es ist leider Gottes ein sehr langer Krieg und er wird auch noch einige Jahre dauern. Und wenn der Westen konsequent das macht, von dem er redet, da ist ja leider auch ein Delta, dann hat er natürlich auch die Chance, vor die Kurve wieder zu kommen. Aber mal schauen.